can't believe it. Hier levelt tatsächlich jemand. Das ist doch zum Mäusemelken. Korallwaffen kosten jetzt 12 Milliarden. Welche? Teurer geworden? Das wird immer teurer, das Gegenteil ist passiert. Naja. Vorsicht. Ich habe von Anfang an gesagt, der Preis in F-Coin wird, wenn dann, sinken. Falls du auf mich anspielst. Ich habe von Anfang angesagt, der Preis in F-Coin wird sinken. Dass der totale Preis steigt, ist ja klar. Obacht, ja, Vorsicht hier. Bevor du hier mit Worten um dich schmeißt. Naja, also es ist wirklich so. Also ich meine, klar, wenn jetzt F-Coin 300 Mio kosten, dann kostet ein Coral-Stuff halt nicht mehr 5 Milliarden, sondern von mir aus 12 oder whatever. Aber es geht ja um die Kosten in F-Coin gerechnet. Ich meine, das hier ist ja Inflations-FEC. Da musst du immer damit rechnen, dass es plötzlich doppelt so teuer wird, wenn die F-Coin-Preise doppelt so teuer sind. Dann werden auch alle anderen Items, die halt was wert sind, wie zum Beispiel Korallwaffen, Luzagas Crystal-Waffen und so, entsprechend auch wesentlich teurer. Aber halt nur teurer in Penya. In F-Coin bleiben sie gleich. Also wenn du vorher beim 160er-Kurs hast du 5000 F-Coin bezahlt zum Beispiel, oder 50.000, whatever. Jetzt zahlst du auch 50.000, nur sind halt jetzt 50.000 F-Coin nicht mehr 8 Milliarden, sondern jetzt sind es halt 16 Milliarden, aber es sind immer noch 50.000 F-Coin, daran hat sich nichts geändert. Also der Preis ist der gleiche, sofern man halt in F-Coin rechnet. In Penya ist natürlich scheiße gelaufen. Also wenn du jetzt halt irgendwie 7 Milliarden gespart hattest und boom, plötzlich kommt die Preiserhöhung auf 12, da bist du natürlich gearscht. Aber das macht man ja auch nicht. Wer so viel Geld rumliegen hat auf einem Server wie dem FEC, ich meine, der bittet ja förmlich darum, dass er von der Inflation geF-punktet wird. Da quasi bettest du förmlich darum. Bitte Inflation, nimm mir mein ganzes Geld weg. Bitte hier, Mr. Inflation, klau dir mein ganzes Geld. Danke dir, Mr. Inflation, danke. Vielmals danke. Don't do it, little bros. Don't do it. Gebt Mr. Inflation nicht euer Geld. Der Typ ist böse. Ja, wie gesagt, also so ultra berühmt würde ich niemals sein wollen. Ich meine, es ist ja kein Leben mehr, wenn du legit nicht mehr irgendwo hingehen kannst, ohne dass dir 100 Leute folgen und die ganze Zeit Fotos und Videos von dir machen. Keine Ahnung, also das will ja eigentlich keiner. Also, keine Ahnung, Taylor Swift, Ronaldo oder so, die können doch legit ohne Security und ohne sich gefühlt komplett zu verhöhnen und zu vermummen, können die doch legit nicht in die Öffentlichkeit gehen, ohne dass direkt ein riesiger Menschenauflauf kommt und sie verschleppen will quasi. Oder berühren will oder halt Fotos machen will. Das ist ja kein Leben mehr. Das wird mir schon hart stinken. Hat schon Vorteile, ein kleiner Niemand zu sein. Manchmal hat es Vorteile. Naja, also meine Theorie ist halt immer noch trotzdem, dass am Ende ein paar Leute ihr Equipment loswerden wollen. Und jetzt auch nicht unbedingt erst am letzten Tag, schon wahrscheinlich schon in der letzten Woche oder vorletzten Woche oder so. Aber ich weiß zumindest von mindestens ein paar Leuten, die auf Buro-Denk schon Coral Island Waffen haben, Hernes-Waffen oder Luzagas Crystal Waffen. Und ich meine, ganz ehrlich, vor allem bei den teuren Waffen, also Stuff, Bow, Wand, Axe und so, also bei den richtig teuren Waffen oder den teuersten Waffen, warum will man die seelengebunden haben? Also Gold, okay, dann sind sie auch besser. Aber jetzt bei einer normalen Hernes-Waffe, warum willst du die seelengebunden haben? Die kostet mehrere 100 Euro in F-Coin und du kannst sie nie wieder verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so viele Leute wirklich durchdacht haben, was das eigentlich bedeutet, dass sie das Ding nie wieder verkaufen können. Das ist wahrscheinlich das teuerste Teil ihres Equipments, die Waffe, die entsprechende. Und genau das kannst du dann nie wieder sellen. Also ich glaube, ein paar Leute müssten sich das nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und wie gesagt, vor allem gibt es halt schon Leute, die auf Buro-Denk ja eh schon dieses Equipment haben. Oder halt auf ihrem Haus-Server, auf ihrem Home-Server. Also warum würdest du das Equipment zweimal haben wollen? Einmal gebunden, einmal ungebunden zum Beispiel. Ergibt eigentlich auch nicht wirklich Sinn.
Also ich glaube schon, dass da noch ein bisschen was auf den Markt geschmissen wird. Also auch geupgradetes Equipment dann. Wobei es dann natürlich nicht wirklich günstiger ist, wenn es geupgradet ist. Dann ist es natürlich nochmal teurer. Aber es könnte halt trotzdem immer noch sein, dass noch einiges auf den Markt kommt gegen Ende. Also es kommt ja so schon immer mehr auf den Markt, weil jeden Tag was gedroppt werden müsste, sollte. Also jeden Tag kommt da was Neues, Cleanes auf den Markt. Hopefully. Und vielleicht so in 3-4 Wochen könnte es losgehen, dass Leute anfangen, Equipment zu sellen, die es wirklich nicht haben wollen, in Seen gebunden. Also spätestens, sage ich mal, nach dem FEC Finals, wobei es natürlich ein bisschen knapp ist. Aber ja. Trotzdem irgendwie sinnlos finde. Also ich meine, es kommt drauf an. Aber an für sich. Also was heißt sinnlos? Aber vielleicht ist es eigentlich ein Spiel, wo du halt. Also, wo ja langfristiges Spielen eigentlich belohnt wird. Also, wenn du halt jedes Event mitnimmst und immer dann Dailies und Pipapo, dann häufst du irgendwann Reichtümer in Form von Items, Penia und so weiter an. Und dein Equipment wird immer besser und so. Auf lange Sicht. Und es ist ja eigentlich so ein ewig langes Aufbauspiel sozusagen. Also du fängst irgendwann an und von da an ist es eigentlich 24/7, dass du irgendwie deine Charakter verbesserst, verstärkst und so. Aber wenn du jedes selber nur ganz kurz spielst, für ein paar Monate, und dann aufhörst, und gut, ich meine, Equipment übertragen, das denke ich mal, machen schon die meisten. Das wäre schon crazy, wenn du hier monatelang gespielt hast, eventuell sogar 100 Euro Cash hast, dann nicht mal dein Equipment überträgst. Das wäre schon crazy, wobei das letztes Jahr auch Leute gemacht haben. Aber egal. Finde ich es halt trotzdem crazy, dass du dann sagst, jetzt spiele ich aber erst beim nächsten FEC wieder. Das heißt ja eigentlich, dass du den FEC, also dass du halt immer eigentlich komplett umsonst spielst, weil wenn du nur auf dem FEC spielst, wofür spielst du dann eigentlich? Weil dann spielst du ja immer bis Maximallevel, Hero, gutes Equipment, whatever. Was aber einerseits erfordert, dass du in diesen 5 Monaten halt auch wirklich reinsuchtest. Also mit 2-3 Stunden am Tag wird es nichts werden. Also du cashst extrem viel. Das heißt, du hast halt monatelang einen übelsten Aufwand, diesen übelsten Grind, um dieses Equipment auch tatsächlich spielen zu können. Dann erspielst du es dir, dann hast du es. Und dann spielst du aber nach dem Ende vom FEC gar nicht mehr. Erst du auf dem nächsten FEC wieder und beim nächsten FEC wieder fängst du ja wieder von Null an. Und dann machst du genau das gleiche wieder. Dann gibt es halt neues, bestes Equipment oder so. Aber du hast ja quasi, also du hast ja nichts davon letztendlich. Also, keine Ahnung. Du fängst immer wieder bei Null an. Was bei einem Spiel wie Fly halt irgendwie sinnlos ist, finde ich. Also komplett bei Null. Und sie machen Werbung für die Ausbildung da, war gut. Monster P. Du musst noch einiges über Werbung im Internet lernen. Nur weil ich Werbung für etwas mache, heißt das nicht automatisch, dass ich das unbedingt gut finde oder mag. Ich würde auch Werbung für Metin 2 machen, ich sag's dir, wie es ist. Wenn heute Gameforge schreiben würde, ey yo, Spielestyler, willst du Werbung für Metin 2 machen? Würde ich sagen, hallo Gameforge? Ja, will ich. Ich liebe Metin 2. Das ist mein Lieblingsspiel. So. Ich würde sagen, so langsam wird es mal an der Zeit, ein bisschen die Droprate zu erhöhen. Vielleicht. Oder die Möglichkeit, die Scheiße auch tatsächlich zu craften mit einer halbwegs realistischen Wahrscheinlichkeit. Wäre schon mal an der Zeit, langsam irgendwas zu machen, dass die Waffen vielleicht mal ein bisschen günstiger werden. Sagt ja keiner, dass sie wertlos sein sollen. Es sollen einfach nur ein bisschen günstiger werden. Sie haben ja schon mal die Droprate minimal erhöht, hat ja auch nichts gebracht. Und die Fairness-Waffen zu Violets hinzuzufügen, hat irgendwie auch nichts gebracht. Also Zeit für den nächsten Schritt. Wie viel Quadratmeter habe ich nochmal, Mr. King? Ich habe ein Wohnzimmer mit 20 Quadratmeter und 2 kleinere Zimmer, ein Schlafzimmer und ein Büro mit jeweils 10 Quadratmetern. Also 40 Quadratmeter, die nur mir gehören, Sir. Ohne Küche, Bad, Klo. Das ist alles noch extra. Kannst mich auch Reichstyler nennen. Richie Rich, baby. Richie to the motherfucking rich. Sir. Eigentlich auch schon ein echt krasses Design. Die geben einem ein Point-and-Click-CC und die einzige Möglichkeit, ihn zu entfernen, ist für Echtgeld das Kreuz zu kaufen.
Ja, und das Beste ist ja, theoretisch kannst du ja gestunt werden. Also zum Beispiel mit dem Guild War oder Kaigas, da hast du ja unzählige Gegner. Da ist ja nicht nur ein Gegner, da bist ja, kannst ja von 20 Leuten gleichzeitig gefühlt getargetet werden. Und ich meine, gut, das ist natürlich eher unrealistisch, aber theoretisch könntest du gestunt werden, dann machst du Holy, dann kommt der nächste Stun, musst wieder Holy machen, Stun, Holy, Root, Holy. Also, du musst ja quasi alles, sobald dich irgendwas trifft, musst du eigentlich Holyen im Endeffekt, also wenn es eine Statusveränderung hat. Und du hast ja dann auch gar keine irgendwie Schutzzeit oder so. Also zum Beispiel nach der Holy kannst du für 5 Sekunden nicht gestunt oder geroutet werden oder so. Irgendwie sowas. Also du musst die Dinger ja fressen wie Tic-Tacs im Endeffekt so ungefähr. Dir so eine ganze Packung, so ein ganzes 100er packen, Holys in die Fresse ballern, wenn du Pech hast. Und das geht schon ganz schön ins Geld. Auch ein Grund, warum PvP ziemlich kacke ist, dass man so viel Geld dafür ausgeben muss. Du brauchst die ganzen Power-Ups. Wenn du wirklich mitspielen willst, musst du eigentlich jedes Power-Up haben. Und dann brauchst du noch die Holies. Wenn die Power-Ups sind tatsächlich verhältnismäßig einfach und günstig zu bekommen, weil man viele ja auch gratis kriegen kann. Es scheitert eher an den Holies. Das ist das, was dann ins Geld geht. Wo man halt auch sagen kann, just for fun ist es halt ein bisschen viel Geld, was man dann halt ausgibt. Alles so Gründe, warum PvP halt, naja, nicht so beliebt ist in Flife. Würde ich jetzt mal behaupten.